Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, am 13.12. startet ja zwischen 14 und 15 Uhr der Kochstream mit Chris zusammen. Und dort werden wir wieder einige Pilzcodes verlosen. Das wollte ich nur noch mal ankündigen. Plus, es gibt auch noch on top live in diesem Stream eine Starter-Set Deluxe Xmas Edition von Holy zu gewinnen. Ja, Holy hatte gesagt, ey, wir können hier deiner Community ein kleines Weihnachtsgeschenk unterbreiten und ja, das wird live im Stream am Samstag auf Twitch verlost. Das wird allerdings ein kleines Follower-Giveaway. Ja, also normalerweise alle Pilzcodes, die ihr von mir bekommt im Stream, da braucht ihr keinen Follower oder irgend sowas sein. Hier würde ich mich freuen, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel mitmachen wollt, ein Follow auf Twitch da lassen könntet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann werden wir das Ganze dann am Samstag live im Stream auslosen. Ihr müsst allerdings dann auch live dabei sein, weil wir werden das Giveaway live halt veranstalten und jeder, der sich dort in dem Moment gerade einträgt, wenn er halt eben gerade live zuschaut, hat halt die Chance, dieses Starter-Set Deluxe im Wert von 70 Euro zu gewinnen. Und deswegen, vielen lieben Dank an Holy an der Stelle hier für die Zusammenarbeit, für das kleine Geschenk an die Community. Und wie immer könnt ihr natürlich weiterhin mit dem Code DORZA immer noch 10% auf euren gesamten Einkauf sparen. Deswegen, Grüße gehen raus. Und jetzt starten wir mit dem Video. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Der erste Spieler weltweit hat am Montag bereits Stufe 800 erreicht. Das Ganze ist mir natürlich auch nicht entgangen. Ja, ihr habt mir sehr häufig geschrieben, dass der erste 800 geworden ist. Ich hatte es tatsächlich schon relativ früh mitbekommen, nachdem sich der Webshop aktualisiert hatte. Irgendwann, keine Ahnung, um 1 oder 2 in der Früh muss er an dem Tag dann auch irgendwie gepusht haben, weil das war so, er muss dann gepusht haben, weil der Webshop ja immer erst um 1 oder 2 aktualisiert und dann schon, glaube ich, in-game 800 war, aber im Webshop noch 799, so war das gewesen. Und ja, das sprach dann dafür, dass er am Montag bereits dann Stufe 800 schon geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, hatte auch einen kleinen In-Game-Post von Shakes and Fidget bekommen, beziehungsweise nicht In-Game, sondern eigentlich Out-Game. Das war nicht In-Game, das war auf Instagram, glaube ich. Da habe ich das zumindest auch gesehen, dass sie dort Dr. Darm geshoutoutet haben. Ja, ist auf jeden Fall sehr krass, dass hier schon der erste 800er am Start ist. Ihr seht hier auch, wie er es gemacht hat. Also er hat hier definitiv Dungeons genommen. Er war ja relativ lange Zeit im Dungeon-Sparmodus unterwegs, aber anhand dieser Statistik sieht man hier ganz gut, dass er halt eben die Dungeons genommen hat, um halt eben Punktlandung auf Stufe 800 zu machen. Das Ganze ist nun soweit sehr interessant, da Dr. Darm dadurch zwar der erste Stufe 800 weltweit Account ist, also das kann ihn halt niemand mehr nehmen. Allerdings hat er dadurch von ca. 780 bis 800 einfach mal so 20 Level gepusht. Das ist natürlich auf dem Niveau schon relativ viel, sag ich mal. Und das kann natürlich von Vorteil sein, ist aber eher vom Nachteil auf dem Long Run. Und mit diesem Move, den er hier gepullt hat, ja, ist das Race auf Stufe 1000, der erste Stufe 1000er weltweit, eigentlich damit schon entschieden. Ja, weil dadurch, dass er jetzt hier die Dungeons genommen hat, kriegt er halt jetzt nochmal 20 Level weniger Erfahrung durch Quests, Akademie und andere Einkommensquellen. Und es war immer ziemlich knapp gewesen. Also Dr. Darm und Ignil, das sind ja so die Spieler, die für Stufe 1000 am ehesten so in Frage kämen. Und gerade Dr. Darm war halt noch ein harter Konkurrent da drauf gewesen, weil er halt eben auch angefangen hat, jetzt Dungeons zu sparen. Und das war halt eben ein smarter Move gewesen, um halt eben mehr XP zu bekommen. Ja, jetzt haben wir natürlich das Ding, dass wir hier auch noch den guten Ignil haben. Und der Ignil ist hier momentan gerade Stufe 760. Das ist natürlich vom Level her deutlich
geringer, aber das ist ja auch genau der Plan. Ignil ist jetzt von seinem Account her, beziehungsweise habe ich Ignil jetzt eingeholt mit seinem, ja, von seinem Level her mit meinem Main-Account, was schon ziemlich heftig ist, weil er war so viele Level vor mir gewesen. Und das ist halt aber bewusste Spielweise. Man sieht halt, ich habe halt Dungeons gepusht, überhole jetzt Ignil so langsam. Ja, er pusht keine Dungeons und spart sich die weiter auf. So, was jetzt halt eben sein Vorteil ist, er hat hier jetzt 40 Level Vorsprung, sagen wir mal. Also es ist jetzt ein Rückstand, den er ja hat, aber das ist quasi genau sein Vorsprung, den er halt eben braucht, um Stufe 1000 weltweit als erster Account zu werden, was er ja auch vorhat. So, ne? Und dadurch, dass jetzt Dr. Darm nochmal angefangen hatte, Level zu nehmen, ist das Ding jetzt eigentlich durch. Vorher war es jetzt so gewesen, ich glaube, Ignil hat so roundabout 40 Level oder sowas offen. Ignil ist ja auch am Samstag halt, wie gesagt, beim Kochstream dabei und da werden wir auch nochmal in seinen Account reingehen, werden ihn nochmal fragen, wie sein aktueller Zwischenstand aussieht. Das ist, denke ich, für viele auch noch sehr interessant. Also wir sind dann im Account von Ignil, beziehungsweise wird Ignil seinen Account hier live am Stream spielen und dann wird er uns seine Dungeons auch nochmal zeigen, was er alles so offen hat und wie viele Level das ungefähr dann sind. Ja, und hätte er jetzt alle Level genommen, würde Ignil auch circa auf Stufe 800 so landen. So wie Dr. Darm es jetzt getan hat. Dadurch waren die beiden immer noch so relativ gleich auf, beziehungsweise so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt ist es halt eben so, Dr. Darm hat sich dazu entschieden, die Level zu nehmen, erster 800er weltweit zu werden. Und dadurch hat jetzt Ignil halt einen extrem kranken Vorteil, weil er halt eben vom Level her jetzt nochmal ein Stück mehr XP bekommt. Einfaches Beispiel, ich bin mit meinem Main-Account hier auf Stufe 760, ja, und wir schauen einfach mal, was wir durch die Akademie bekommen. Wir bekommen hier 32.805 Punkte pro Stunde auf Stufe 760. Ja, jetzt gehen wir mal einfach auf mein Battle Mage, der ist Stufe 704, ja, das sind 56 Level Unterschied. Und diese 56 Level Unterschied machen an XP jetzt alleine schon von der Akademie halt eben diesen Unterschied aus. Von 32.800 auf meinem Main zu knapp 50.000 XP pro Stunde auf meinem Battle Mage. Und das ist halt alleine jetzt nur die Akademie. Ja? Das Ganze ist halt eben auch auf die XP in der Expedition, beziehungsweise halt eben bei den normalen Abenteuerlust-Quests gegeben und dadurch halt eben kommt dieser Unterschied zustande, weil es gibt ja halt eben, falls ihr meine Videos über die Dungeon-Pause gesehen habt, diese XP-Kurve, die halt eben so hoch geht und dann auch wieder runter und das ist halt eben das Ding. Je weiter man im Level hoch ist, desto weiter geht die XP-Kurve runter und das ist halt eben auch genau das, ja, was Dr. Darm jetzt halt eben so hingenommen hat, ja. Wir gehen hier nochmal auf seinen Account drauf und gucken uns das Ganze hier auch nochmal in-game an. So sieht hier Dr. Darm momentan aus, hat sich hier auch im Moment droppen lassen und das ist hier der erste Stufe 800 Spieler. So hat jetzt seine Dungeons halt eben genommen. Ja, das ist halt jetzt sein Vorteil. Er hat halt als erster in der Geschichte 800 erreicht. Ist halt aber die Frage, ob das Ganze so erstrebenswert ist. Ja, vielleicht gibt es jetzt nochmal in Zukunft andere Leute, die eventuell auch noch Dungeons gespart haben und ja, vielleicht ihn sogar vom Level her noch überholen. Das ist halt fraglich, muss man gucken, wer wie viele Dungeons noch offen hat hier im Late Game. Ansonsten könnte es natürlich auch sein, dass Dr. Darm auch der erste Stufe 900 Spieler wird. Das kommt halt wie gesagt ganz drauf an, wer hier wie viel Dungeons aufspart in dem Levelbereich. Ja, und das kann natürlich sein, aber sobald es dann Richtung Stufe 1000 geht, dann wird ganz klar Ignil hier, denke ich mal, das Rennen machen. Und weil er halt eben der Spieler ist auf einer relativ hohen Stufe, der trotzdem extrem viele Dungeons noch einfach offen hat und dadurch einen extremen
Dungeon Push noch genießen kann in Zukunft, ja, weil er halt mit relativ guter XP noch questet, was heißt gut, ihr habt gesehen, ihr seht ja, was ich an XP auf meinem Main bekomme, das gleiche bekommt Igne im Moment auch, ja, aber Dr. Dam bekommt halt nochmal deutlich weniger auf Stufe 800 jetzt, ne, weil es halt nochmal 40 Level Unterschied sind. So, und das ist halt eben das Ding, deswegen wird Igne wahrscheinlich auch der erste Stufe Tausender werden, weil durch diese Aktion, die jetzt Dr. Dam gemacht hat, ist meiner Meinung nach das Ding gegessen. Ja, okay, Freunde, aber das soll es soweit gewesen sein. Wir werden uns dann nochmal die Meinung ganz genau von Chris anhören, wenn er am Wochenende hier ist. Wie gesagt, am Samstag um 14, 15 Uhr geht es circa los. 10 Stunden Livestream mit Chris zusammen und wir werden viel Spaß haben, viel kochen, natürlich auch viel in Shakes and Fidget reingehen, viel in seinen Account reingucken. Es wird Pilz-Giveaways geben und wie gesagt, wir verlosen halt eben die Holy Starter Set Deluxe Edition. Und ja, wenn ihr da mitmachen wollt, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Follow auf Twitch da. Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bis dahin war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.